Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir einige Testbiere, die ich mit verschiedenen Karamellmalzen gebraut habe. Als erstes haben wir hier ein Bier, was einfach nur mit Pale Ale Malz gebraut wurde. Dann haben wir eins mit Cara Hell, mit Cara Red und mit Cara Münch. Das sind also so die 4 helleren von den Karamellmalzen, die man in Deutschland typischerweise erhält. Bei dem Sud habe ich einen typischen 4-Liter-Sud, wie ich den normalerweise mache, genommen und habe dann den mit Pale Ale Malz angesetzt und habe dann für die einzelnen Biere das aufgeteilt in 4 Töpfe und habe dann zu den 3 mit Karamellmalz einen Auszug aus Karamellmalz hinzugegeben. Das macht man, indem man 25 Gramm Malz in 250 Milliliter Wasser bei 65 Grad ziehen lässt, eine halbe Stunde. Das ist das Verfahren, was man benutzt, um zum Beispiel mit Malzextrakten ein Bier herzustellen. Das ist in England eine sehr beliebte Methode und deswegen gibt es da dieses Rezept, wie man aus dem Karamalz den Auszug auch gewinnt, damit man das wie zum Extrakt dazu zutut. Also Pale Ale Malz wurde gemeischt, der Rest wurde als Extrakt hinzugegeben und ja, die Idee heute ist, dass ich so ein bisschen probiere und schaue, ob ich einen deutlichen Unterschied schmecke oder nicht. Jedenfalls seht ihr die Flaschen hier vor euch. Das Pale Ale Malz, das reine, ist von der Helligkeit ungefähr vergleichbar mit dem Cara Hell. Das Cara Red dann so ein klein bisschen dunkler und ja, das Cara Münch hat dann schon eine deutliche Farbe. Im Englischen benutzt man ja sehr gerne das zu Cara Münch relativ äquivalente Crystal Malt Medium, 120 EBC. Ich glaube, Cara Red hat 40 und Cara Hell sind 20 EBC, ne? Und das Pale Ale Malz dann 5,5 ungefähr. Jedenfalls gibt das den englischen Bieren die typisch dunklere Farbe und in vielen Fällen wird dann sogar noch mal ein bisschen nachgefärbt. Ja, dann fülle ich mal ein. Ich empfehle nicht, so klare Flaschen für lange Lagerung zu benutzen, aber in diesem Falle habe ich sichergestellt, dass die immer dunkel waren. Und man sieht einfach, worum es geht und ist ganz nett zum Zeigen. So, in allen Fällen ist die Hefe sehr gut abgesetzt. Das ist jetzt also Flaschenreifung. Ich hatte allerdings besonders hier mit der Cara Hell Sorte nochmal zu kämpfen, weil die sehr viel am Überschäumen war. Also ich wollte das Bier eigentlich letzte Woche machen und musste dann nochmal massiv entlüften. Aber jetzt ist es tatsächlich am wenigsten, glaube ich. Gucken wir mal. Also wenn man die Biere in so kleine Sude aufteilt, das waren jetzt jeweils 2 0,33er Flaschen pro Sud und ich habe halt so kleine Glasflaschen, wo ich die dann mini fermentieren lassen kann in der Hauptgärung. Dann kann es gut sein, dass das eine am Ende schneller vergoren ist als das andere. Und wenn man die dann alle gleichzeitig abfüllt, dann hat man halt bei einigen dann viel mehr Kohlensäure als bei anderen. Ja, und vielleicht seht ihr ja die Gärflaschen hinter mir, die schon die nächsten Karamellmalz-Test-Sude vorbereiten. Da habe ich dann also sowas wie Special B und den Unterschied zwischen Cara Münch und Crystal Malt Medium vorbereitet, damit ich das nochmal genau untersuchen kann. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Von den Bieren habe ich die Schwesterflasche jeweils vor 4 Wochen schon probiert. Da waren die 4 Wochen in der Reifung und das müssen jetzt ungefähr 8 Wochen sein. Ja, dann fangen wir an. Die Hefe, die ich hier benutzt habe, ist die Voyager. Und normalerweise benutze ich für meine Testbiere immer die English Ale Hefe, die ich auch so gerne für meinen allerersten Sud benutzt habe. Vielleicht erinnert ihr euch. Jedenfalls war einer der Tests hier auch, ob das Pale Ale Malz, die normale Version, auch dieses Orangenaroma enthält. Und tatsächlich tut es das nicht. Es ist also eine Eigenschaft von der English Ale Hefe. Gucken wir mal, wie das hier schmeckt. Ist relativ neutral. Also diese Hefe, die erzeugt nicht sehr viele fruchtige Ester. Die hat so einen ganz leichten Nachgeschmack, den ich hier auch schmecke. Aber es ist ganz lecker. Es schmeckt ein bisschen scharf, was ich sehr interessant finde. Das hat das andere Bier halt überhaupt nicht. So, probieren wir mal Cara Hell. Cara Hell hatte ich eine Zeit lang im Verdacht, dass das mir vom Malzgeschmack nicht schmeckt. Und vor 4 Wochen bei dem Testbier war das auch noch so. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Bei anderen Bieren war das nicht mehr so stark. Ja doch, ein bisschen ist es noch da. Das hat so einen komisch leicht buttrigen, also nicht die Acetyl, sondern so einen cremigen Geschmack drumherum. Und das schmeckt tatsächlich irgendwie so ein bisschen heller und auch leicht säuerlich im Vergleich zu dem reinen Malz. Aber also eine säuerliche Note gibt es wohl auch, wenn man so einen Malzextrakt zu lange ziehen lässt. Also ich habe es jetzt nur eine halbe Stunde gemacht, aber wenn ihr sowas eine Stunde lang machen würdet, dann wäre das eben auch ein Problem. Das sollte jetzt aber hier nicht daran liegen. So, das Cara Red, wie gesagt, das ist das, wo man schon so ein bisschen Farbe erkennt. Also im Glas jetzt noch eher als in der Flasche vielleicht. Ja, ein bisschen sieht man es. Kommt darauf an, wie ich nachher das Video editiere.
Da habe ich jetzt so einen Anklang von Rosinen, so ganz leicht. Also das hat eine leicht fruchtige Note. Und das, was mich am Cara Hell stört, das finde ich jetzt im Cara Red nicht. Tatsächlich, also das ist dann gar nicht da. Gucken wir mal das Cara Münch. Das hat jetzt noch eine fruchtigere Note. Noch ein bisschen voller. Aber tatsächlich sind die 25 Gramm, ist das ungefähr 25 Gramm pro Liter, was ja ein Viertel von meinem 4 Liter Sud ist. Das ist doch relativ wenig. Also das sind, wenn ich ein Kilo gemacht hätte, 2,5%. Das entspricht ungefähr 100 Gramm und ich habe immer 800 Gramm insgesamt an Sud. Also das sind 12,5%, ja genau. Das ist ein bisschen wenig, weil ich tatsächlich jetzt den Unterschied zu dem Pale Ale hergestellten Bier nur sehr minimal schmecke. Also da müsste ich vielleicht nochmal mit was Stärkerem nachbrauen. Aber tatsächlich kann ich bestätigen, dass mir das Cara Hell an sich nicht schmeckt. Das macht einen Geschmack da rein, den ich nicht in Ordnung finde. Und der passt auch zu dem, was ich früher festgestellt habe. Und das Cara Münch ist so das, wo man als erstes einen deutlichen Geschmack merkt, der dazukommt. Jetzt teste ich noch einmal gegen, ob ich sowas wie Mundgefühl oder irgendwie so eine gewisse Fülle schmecke, weil die sollen ja von den Karamellmalzen auch kommen. So, das ist das Pale Ale Malz. Ja, hell, malzig. Ja, das ist ein Unterschied. Also wenn ich das Starke direkt als Gegenvergleich teste, also das schmeckt nach mehr, als wäre da wirklich so ein gewisser größerer Körper. Und man riecht auch mehr. Also man riecht direkt hier eine fruchtige Note. Ebenso rosinig, wie ich das erwähnt habe, und das ist hier nicht. Also kann man schon so sagen. Wenn man also ein Bier brauen möchte, was das heller ist als das jetzt hier, ihr könnt euch ja die Farben als Referenz nehmen, dann würde ich auf jeden Fall Cara Red empfehlen. Cara Hell tatsächlich, also ist so gar nicht meins. Ich frage mich, wie das mit Cara Pils ist, weil was ja bei sehr hellen Bieren, wie zum Beispiel mit dem Pils, genommen wird, damit man überhaupt keine Farbe da reinkriegt. Das müsste ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Ja, jedenfalls würde ich das jetzt hier so beenden, damit ihr das knackig und zusammengefasst habt. Ich werde mir die wahrscheinlich über die nächsten Tage noch genießen und ich hoffe, ihr habt was gelernt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wieder Brautag ist. Bis dann!